Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video lernen wir gemeinsam das Passiv kennen. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's. Vor einiger Zeit hat Nabil mir geschrieben und mich gebeten, könnten Sie über das Passiv sprechen. Das mache ich natürlich sehr gerne und wenn ihr einen Wunsch habt, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare, worüber ich ein Video oder einen Livestream machen soll. Wenn es ein Passiv gibt, dann muss es doch auch ein Aktiv geben. In diesem Video lernt ihr deshalb an einem Beispiel einen Aktivsatz und einen Passivsatz kennen. Da es aber zwei unterschiedliche Passivformen gibt, lernt ihr das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv kennen. Und sicher habt ihr euch schon einmal gefragt, worin der Unterschied zwischen den Partizipien worden und geworden liegt. Das ist eigentlich nicht schwer, aber wir werden es noch einmal ausführlich lernen und am Ende des Videos erkläre ich euch, warum wir zwei Partizipien des Verbs werden haben. Legen wir los. Was ist das Passiv? Ich habe für euch ein Foto herausgesucht. Auf diesem Foto seht ihr eine junge Frau. Sie heißt Anna. Anna lernt. Was lernt Anna? Richtig, Anna lernt das Passiv. Und das ist ein typischer Aktivsatz. Ein Aktivsatz beschreibt, wer oder was handelt und gleichzeitig macht. Du hast sicher in der Schule gelernt, dass Anna das Subjekt lernt, das Prädikat und das Passiv das Akkusativobjekt ist. Sehen wir uns nun den Satz Anna lernt das Passiv im Vergleich zum Passiv an. Rechts habe ich euch noch einmal den Aktivsatz notiert und links das Passiv. Was fällt euch auf? Richtig, Anna als Handelnde ist verschwunden. Und ich habe es euch schon verraten, es gibt zwei Passivformen. Einmal das Vorgangspassiv und einmal das Zustandspassiv. Also, bei einem Passivsatz steht die Handlung oder der Zustand im Vordergrund. Und das ist in unserem Fall das Passiv. Wer oder was die Handlung verursacht, nämlich Anna, wird nicht gesagt. Wir unterscheiden zwischen dem Vorgangspassiv, nämlich dem, was oder die Handlung, und dem Zustandspassiv. Das heißt, wie ist der Zustand? Einmal das Passiv wird gelernt und das Zustandspassiv, das Passiv ist gelernt. Sehen wir uns jetzt das Vorgangspassiv, also den Satz, das Passiv wird gelernt, näher in seinen Eigenschaften an. Das Vorgangspassiv betont eine Handlung
oder einen Vorgang. Es gibt eine Antwort auf die Frage, was passiert. Wie bilden wir nun das Vorgangspassiv? Das Vorgangspassiv wird mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip 2 des Vollverbs gebildet. Das heißt, du musst dich mit den unterschiedlichen Verbformen regelmäßiger Verben, unregelmäßiger Verben, trennbare Verben, nicht trennbare Verben auskennen, um ein Partizip 2 zu bilden. Wie das jetzt aussieht, schauen wir uns einmal näher an. Im Präsens, das Passiv wird gelernt. Im Perfekt, das Passiv ist gelernt worden. Im Plusquamperfekt heißt der Satz, das Passiv war gelernt worden. Im Präteritum, das Passiv wurde gelernt. Im Futur 1, das Passiv wird gelernt werden. Im Futur 2, das Passiv wird gelernt worden sein. Ganz schön kompliziert, oder? Worden. Nein, das ist es nicht. Der Unterschied zwischen den Partizipien worden und geworden ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Beides sind Partizipien des Verbs werden. Ich gebe euch 2 Beispielsätze und ihr werdet, ich verspreche es euch, allein herausfinden, wann wir worden und geworden verwenden. Ein kleiner Tipp. Bitte denkt daran, aktiv und Vorgangspassiv. Satz Nummer 1. Ich bin 20 Jahre alt geworden. Satz 2. Ich bin 1980 geboren worden. Und habt ihr eine Idee? Ich bin sicher, alle haben es herausgefunden. Regel Nummer 1. Geworden benutzt du im Aktiv. Und Regel Nummer 2. Worden benutzt du im Vorgangspassiv, nicht im Zustandspassiv. Wir sehen uns noch ein Beispiel an, aber hier ist einmal die Regel. Aktiv, ich bin 20 Jahre alt geworden. Leider nicht. Passiv, ich bin 1980 geboren worden. Es wird nicht gesagt, wer meine Mutter ist. Ein weiteres Beispiel. Meine Großmutter ist 85 Jahre alt geworden. Das ist ein Aktivsatz, denn es wird gesagt, wer 85 Jahre alt geworden ist. Ein Passivsatz. Die Frau ist verletzt worden. Wir wissen nicht wie. Hat ein Hund sie gebissen? Hat ein Auto sie angefahren? Es wird nicht gesagt. Regel 2. Worden benutzt du im Vorgangspassiv und einer Perfektform. Und das ist ja nur das Perfekt, das Plusquamperfekt oder das Futur 2, das wir aber sehr, sehr, sehr selten sprechen. So, hier könnt ihr das noch einmal sehen. Das Passiv ist gelernt worden, das Passiv war gelernt worden im Plusquamperfekt
Und im Futur 2 das Passiv wird gelernt worden sein. So. Sehen wir uns jetzt das Zustandspassiv an. Das Passiv ist gelernt. Das Zustandspassiv sprechen wir im Alltag selten. Aber wir müssen es natürlich lernen. Und ich persönlich finde es auch wichtig, dass du die Unterschiede kennenlernst. Das Zustandspassiv betont das Ergebnis einer Handlung und erklärt, wie ist der Zustand. Das heißt, bleiben wir bei Anna und dem Passiv im Präsens. Im Vorgangspassiv lernt Anna das Passiv. Im Zustandspassiv Präsens ist der Vorgang beendet. Und das ist schwer zu verstehen. Ich gebe es zu. Das Zustandspassiv bildet ihr mit dem Hilfsverb sein und dem Partizip 2 des Vollverbs sowie der Partizipform gewesen in den Perfektformen. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meinen Schülern zu erklären. Denkt daran, im Vorgangspassiv verwendet ihr das Hilfsverb werden. Im Zustandspassiv das Hilfsverb sein. Im Vorgangspassiv verwendet ihr worden in den Perfektformen und im Zustandspassiv gewesen. Also werden worden, sein gewesen. Und wie das jetzt genau aussieht, sehen wir uns einmal an. Das Passiv ist gelernt. Das Passiv ist gelernt gewesen. Das Passiv war gelernt gewesen im Plusquamperfekt. Und das Passiv war gelernt. Im Futur 1 das Passiv wird gelernt sein. Und im Futur 2 das Passiv wird gelernt gewesen sein. Wie sehen beide Passivformen denn nun im Vergleich aus? Im Vorgangspassiv Präsens, das Passiv wird gelernt. Im Zustandspassiv, das Passiv ist gelernt. Im Perfekt Vorgangspassiv, das Passiv ist gelernt worden. Im Zustandspassiv, das Passiv ist gelernt gewesen. Ja, worden gewesen. Im Plusquamperfekt, das Passiv war gelernt worden. Für das Zustandspassiv, das Passiv war gelernt gewesen. Das Vorgangspassiv Präteritum, das Passiv wurde gelernt. Im Zustandspassiv, das Passiv war gelernt. Für das Futur 1 im Vorgangspassiv sagt ihr, das Passiv wird gelernt werden. Im Zustandspassiv, das Passiv wird gelernt sein. Für das Futur 2 im Vorgangspassiv, das Passiv wird gelernt worden sein. Im Zustandspassiv, das Passiv wird gelernt gewesen sein. Und weil das sehr kompliziert ist, werde ich hierfür noch einige Online-Streams oder Videos machen. Einmal zum Vorgangspassiv und ein weiteres zum Zustandspassiv. Wenn ihr euch jetzt mit dem Vorgangs- und Zustandspassiv auseinandersetzen möchtet, ist es zum einen wichtig, dass ihr wisst, es gibt einen Aktiv, ein Vorgangs- und Zustandspassiv und ihr müsst den Unterschied zwischen worden, gewesen
und geworden kennen. Und natürlich die Partizipien der Vollverben bilden können. Warum machen wir denn aber nun einen Unterschied zwischen worden und geworden? Erinnert euch, beides sind die Partizipien des Verbs werden. Nun, dies liegt daran, dass werden genau wie haben und sein einmal ein Vollverb und ein Hilfsverb sein kann. Ein Beispiel: Ich habe Hunger oder ich habe das Passiv gelernt. Ich bin Ben, ich bin nach Düsseldorf gefahren. Für das Verb werden habe ich euch diese Sätze notiert. Ich werde Arzt. Nein, keine Angst, ich bleibe Lehrer. Hier ist werden ein Vollverb. Und ich werde gefragt. In diesem Fall ist werden ein Hilfsverb. Und jetzt sehen wir uns einmal die zwei folgenden Sätze an. Ich bin Arzt geworden und ich bin gefragt worden. Seht ihr den Unterschied? Wenn werden ein Vollverb ist, benutzen wir geworden. Ist werden ein Hilfsverb, benutzen wir worden. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ben. Go.